Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll take all your troubles from your buried mind. Get rhythm. When you get the blues. Das ist ein Ausschnitt aus dem heutigen Song Get Rhythm. In meiner Videoreihe Memories of Johnny erzähle ich in loser Reihenfolge Stories aus dem Leben von Johnny Cash und präsentiere einen passenden Song dazu. Wusstest du, dass Johnny Cash seinen Song Get Rhythm ursprünglich mal für Elvis geschrieben hatte und dass diese beiden bekannten Weltstars auch tatsächlich enge Freunde waren? Das ist Thema meiner heutigen Story und im Anschluss daran präsentiere ich den kompletten Song Get Rhythm. Wie immer kannst du mit der Kapitelmarkierung gleich zum Song springen. Ich freue mich aber, wenn du dran bleibst. Damit sage ich herzlich willkommen zu Memories of Johnny. Gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Kurz vor Johnny Cashs drittem Geburtstag wurde 1935 im 263 Meilen entfernten Tupelo in Mississippi Elvis Presley geboren. Seine Eltern waren nicht wohlhabend und konnten zu dieser Zeit oft nur mit Hilfe von Nachbarn oder staatlicher Unterstützung überleben. Auch die Cashs lebten in Armut. Schließlich war die Zeit der großen Weltwirtschaftskrise, der Great Depression. 1935 war auch das Jahr, in dem die Cashs in die Baumwollkolonie nach Dyess umgezogen sind. Die Presleys blieben vorerst in Tupelo, mussten aber aus finanziellen Gründen öfter umziehen und zogen schließlich auch in die unmittelbare Nähe, trotz, muss man sagen, sehr, sehr scharfer Rassentrennungsgesetze in unmittelbarer Nähe von der Nachbarschaft von Afroamerikanern. Es gab zum Glück keine Berührungsängste, im Gegenteil. Der junge Elvis verbrachte viel Zeit mit ihnen und saugte vor allem auch die musikalischen Einflüsse wie ein Schwamm auf. 1948 sind die Presleys dann nach Memphis, Tennessee gezogen, in der Hoffnung, dort besseren Lebensunterhalt zu ermöglichen. Und auch dort suchte der junge Elvis gerne die Nähe von den Schwarzen. Er verbrachte auch dort viel Zeit mit ihnen, lernte viel über ihre Musik und genoss vor allem auch die Gospelmusik. Memphis hatte sich zur Musikhauptstadt entwickelt. Fast alle großen Hits wurden aus dieser Stadt gesendet. Cash war Anfang der 50er für 3 Jahre in Deutschland stationiert und konnte als Funker auch die Radiosendungen verfolgen. Und auch da waren überwiegend die großen Hits aus Memphis zu hören. Das war mit der Grund, warum Cash auch nach seiner Heimkehr wohl den Entschluss gefasst hatte, zunächst in Memphis zu leben. 1954 war es für Cash soweit. Er zog mit seiner ersten Frau Vivian Liberto nach Memphis. Kurz zuvor hatte der junge Elvis die Absicht, im Studio von Sun Records gegen eine geringe Gebühr eine Schallplatte als Geschenk für seine Mutter aufzunehmen. Und dort wurde er dann von Sam Phillips als junges neues Talent entdeckt. Zu Werbezwecken sang Elvis auf einem Pritschenwagen seine ersten und einzigen beiden Lieder, That's Alright Mama und Blue Moon of Kentucky. Es waren laut den Dokumentationen ca. 200 bis 300 junge Menschen anwesend. Die Cashs waren unter den Zuschauern und von Anfang an auch begeistert. Sie freundeten sich mit ihm auch schnell an. In seiner Autobiografie von 1997 erinnert Cash sich an dieses erste Kennenlernen, wie er schreibt, als ob es gestern gewesen wäre. Und Elvis hatte sie dann zu einem seiner Auftritte in den Nachtclub Eagles Nest eingeladen. Das war allerdings ein Club für Erwachsene. So kam es, dass außer den Cashs vielleicht maximal noch etwa 15 Personen in diesem Club anwesend waren, weil die anderen jungen Fans alle da nicht rein durften.
Während Elvis' Bekanntheitsgrad ständig weiter gestiegen ist, arbeitete Cash noch an seinem Debüt. Schließlich erschien im Juni 1955 die erste Single von Johnny Cash bei Sun Records mit den Titeln Hey Porter und Cry Cry Cry. Das habe ich in meinen Videos ja auch schon ab und zu mal erwähnt. Im November war Elvis' Marktwert bereits schon so weit gestiegen, dass er für die unerhört hohe Summe von $40.000 das Plattenlabel wechselte, und zwar von Sun Records zu RCA. Etwa ein Jahr später, am 4. Dezember 1956, fand bei Sun Records eine Aufnahmesession für Carl Perkins statt, und dann wurde auch ein junges neues Talent zum Klavierspielen mit hinzugezogen. Der hieß Jerry Lee Lewis, der war noch unbekannt zu dieser Zeit. Johnny Cash befand sich ebenfalls in dem Studio. Elvis fuhr der Legende nach, so wird erzählt, im Auto vorbei, sah, dass da irgendwas los sein musste, hielt schließlich an und ging mit seiner damaligen Freundin Marilyn Evans ebenfalls in dieses Studio rein. Er traf dort auf die 3 anderen. Elvis setzte sich schließlich ans Klavier und die 4 jammten locker und ungeplant einfach drauf los. Der neue Produzent bei Sun Records, der Jack Clement, ließ das Band mitlaufen. Daraus wurde die sogenannte $1 Million Quartet Session. Es dauerte dann noch allerdings bis 2006, bis diese Aufnahmen komplett veröffentlicht wurden. Elvis war von Cashs Liedern so angetan, dass er so oft wie möglich ihn in der Jukebox hörte, auch wenn er unterwegs auf Tour war. Er war auch eines Tages mal auf Tour mit June Carter und machte auch sie begeistert auf Cashs Lieder aufmerksam. Da wusste zu dieser Zeit June noch nicht viel von Johnny. Das änderte sich bald, wie ich ja auch schon in meinen Videos zur Geschichte von Johnny und June erzählt habe. Johnny wiederum zeigte seine Bewunderung für Elvis auf eine völlig andere Art. Er begeisterte sein Publikum in seinen Shows Ende der 50er mit einer Elvis-Persiflage. Er ließ sich einen Kamm, verunstaltete seine Frisur, kämmte seine Haare nach vorne und nahm dann seine Gitarre, und mit einem riesigen Hüftschwung imitierte er Elvis, und wie ich schon erwähnt habe, sein Publikum war begeistert und hingerissen. Elvis und Johnny bewahrten sich über die Jahre ihre gegenseitige Bewunderung, auch wenn sie in den Folgejahren nicht ständig in Kontakt waren. Schließlich hatte jeder seine eigene Karriere vor sich. Elvis' Gesundheitszustand wurde schnell schlechter und auch seine Fettleibigkeit war ja nicht zu übersehen. Als er am 16. August 1977 viel zu jung und überraschend verstorben ist, war es sicher nicht nur für Cash ein Schock, zumal Cash selber ja durch seinen Drogenkonsum wusste, dass er öfter die Kurve auch gerade mal so gekriegt hatte. Cash äußerte sich danach wie folgt, ich zitiere mal: June und ich mochten und bewunderten Elvis Presley. Er war der King des Country, Rock, Folk und Rhythm and Blues. Ich kannte keinen anderen Entertainer mit solcher Anziehungskraft und Charisma. Zitat Ende. In der darauffolgenden Weihnachtsspezialsendung der Johnny Cash Show nahm er nochmal mit seinen Gästen großen Abschied von Elvis, und in Erinnerung an das $1 Million Quartet trat er mit Jerry Lee Lewis, Carl Perkins und Roy Orbison auf. Zu 4 sangen sie den Song This Train is Bound for Glory für Elvis als letzte Ehre. Damit komme ich jetzt zum Song. Get Rhythm hat Johnny Cash 1956 geschrieben, und ursprünglich war beabsichtigt, dass Elvis ihn mal singen könnte. Er hat sich dann aber entschieden, den Song selber aufzunehmen. Das passierte am 2. April 1956. Der Song wurde dann zusammen mit seinem Welthit I Walk the Line als Single veröffentlicht. Und inhaltlich geht es um einen Schuhputzerjungen, der immer seine gute Laune behält und auch wenn er mal traurig ist, die Schuhe dann besonders rhythmisch putzte. Und so klingt er.
Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get going, get rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets slowed down. He's got the dirtiest job in town, bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. When I ask him what he shine my shoes, how to keep from getting the blues, he grinned as he raised his little head, he popped the shoeshine back and then he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes the future fine. It'll take all your troubles from your buried mind. Get rhythm. When you get the blues. Well, I sat there and I listened to the shoeshine boy. Now I thought I was gonna jump for joy. Slept on the shoe polish left and right. He took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you my little boy, don't be crooked that way. Said I like him with a big white grin. Kept on a popping and he said it again. Get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, it only cost a dime, just a nickel a shoe. It was $1 million worth of good for you. Get rhythm. When you get the blues. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Ich habe bei den Dreharbeiten zu diesem Video festgestellt, dass es einen Menschen gibt, der außer dem Namen Johnny Cash besonders häufig erwähnt worden ist in vielen Videos, und zwar ist das Sam Phillips, der Chef von Sun Records. Ich denke, es ist an der Zeit, ihm mal eine Folge, eine Story zu widmen, die Story von Johnny und Sam Phillips. Ich präsentiere dann dazu beim nächsten Mal den Song You're the Nearest Thing to Heaven. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.